Es lässt sich nicht mehr leugnen, der Herbst kommt mit riesigen Schritten auf uns zu. Der Sommer ist vorbei, noch ehe er so richtig für mich angefangen hat, denn irgendwie ein Teil von mir wartet noch immer auf den Sommer. Und ich weiß, dass in vielen Ländern und auch in großen Teilen Deutschlands die Hitze ein großes Problem war, die Dürre. Aber hier bei uns war das nicht so ausgeprägt und es gab immer nur so vereinzelt sonnige, warme oder auch teilweise wenige heiße Tage. Und das ist nicht das erste Jahr, in dem ich einen richtigen Sommer vermisse. Und so langsam bin ich ein bisschen ausgehungert und ich merke, dass mein Körper noch nicht bereit ist, wieder Kälte zu ertragen. Und eigentlich viel lieber noch Sonnenschein und Wärme tanken möchte. Aber die Dinge sind, wie sie sind. Ich kann das Wetter nicht ändern und das ist auch ganz gut so. Aber was ich ändern kann, ist mein Umgang damit. Ich kann mich über die schönen Seiten freuen, die der Herbst mitbringt. Und eintauchen in dieses tolle Gefühl, in die Vorteile, in die schönen Dinge und sie so richtig auskosten. Um dann am Ende des Herbstes bereit für den Winter zu sein und mich voll und ganz auf ihn einlassen zu können. Ganz besonders freue ich mich in diesem Herbst auf Suppen und Eintöpfe. Ich hatte tatsächlich in diesem Sommer, weil es so viele Schnuddeltage mit Regen und grau und kühl gab, schon häufiger das Bedürfnis nach kräftigen Suppen und Eintöpfen. Und umso mehr freue ich mich jetzt, meinem Körper genau das geben zu können. Die Wärme, die er nicht über das Wetter und die Sonne bekommt, über eine Suppe mir zuzuführen und sie zu genießen und immer neue Kreationen zu finden. Ihr wisst ja, ich koche nicht sehr gerne, aber ich mag es doch ganz gern, immer wieder neue Zusammenstellungen auszuprobieren und herauszufinden, was nicht alles so möglich ist. Im Sommer mit Salaten und im Herbst und Winter mit Suppen, Eintöpfen, Brot und Brötchen. Und tatsächlich finde ich es auch jedes Mal sehr lecker. Und jedes Mal wieder anders. Die Vielfalt zu genießen, den Herbst in all seinen Farben und all seinen Gaben willkommen zu heißen, einzutauchen und das Positive für mich so zu zelebrieren, dass es gleich noch positiver wird, ist für mich sehr viel hilfreicher und gesünder, als mich über den ausbleibenden Sommer zu ärgern. Anzunehmen, was ist und mich darüber zu freuen. Hallo ihr Lieben, ja, schön, dass ihr da seid und schön, dass wir eine weitere Woche so ein bisschen gemeinsam verbringen durften. Ich hoffe, dass deine Woche wunderschön war und du die ersten Herbsttage, sofern sie dann bei dir auch herbstlich waren, genießen konntest. In meiner letzten Woche war sehr viel los. Wir haben hier so ein paar kleinere Baumaßnahmen eingeleitet, ein bisschen was dringend gemacht werden musste vor dem Winter und haben da natürlich in der Woche jetzt auch nicht alles erledigen können, was da so angefallen ist, aber doch ein ganzes Stück weit. Ausgebremst wurden wir natürlich auch wieder von einigen Dingen, die das Leben einem so bringt, aber
im Großen und Ganzen haben wir uns auch schon ein bisschen auf den Winter hier vorbereitet. Aber da ist in den nächsten Wochen schon noch einiges zu tun. Und es ist halt sehr turbulent, weil hier einfach im Moment sehr viele Dinge passieren. Der Umbruch, der im Allgemeinen stattfindet, findet auch irgendwie im Kleineren statt, in den einzelnen Familien. Und das nicht nur bei mir, egal wo ich hinhöre, alle berichten das so ein bisschen. Und ja, da ist sehr viel durcheinander gerade. Und mir hat es in der letzten Woche sehr geholfen, immer wieder zu mir zurückzukehren. Gerade an solchen Regentagen ganz bewusst runterzufahren und mich auf 2, 3 Dinge zu konzentrieren. Zum Beispiel eben auf das Kochen, habt ihr das Donnern gehört? Zum Beispiel auf das Kochen eines Eintopfes. Und ich koche nicht gerne und das ist keine Aktivität, in die ich normalerweise gerne eintauchen würde und das so richtig genießen wollen würde. Aber dennoch war es wie eine Meditation, mich wirklich nur auf diese Suppe zu konzentrieren und ja, meinen Körper genau damit anzufüllen oder die Brötchen zu backen. Das sind so ganz erdende Maßnahmen gewesen und das hat mir sehr geholfen in einer Zeit, in einer Woche, in der so viele Dinge zu tun sind, so viele Dinge in meinem Kopf sind und es eher schwierig wäre, mich jetzt irgendwie rauszuziehen, mir freie Zeit zu nehmen für eine Meditation oder ähnliches. So habe ich da so meine Erdung gefunden und fühlte mich danach ein ganzes Stück frischer und erholter, wie so ein kleines bisschen Urlaub. Das hat mir wirklich sehr gut getan und nebenbei haben mir natürlich auch die wärmenden Speisen, der gute Duft im Haus sehr gut getan. So gab es einige Suppen und Eintöpfe und ich habe Zwiebelbrötchen gebacken und mit ganz vielen Kräutern Brötchen und weiß gar nicht genau, was wir da noch so hatten. Und ja, es war sehr lecker und sehr wohltuend, es mir gemütlich zu machen mit ruhiger Musik und ein paar netten Naturgeräuschen, die eben von draußen natürlicherweise reinkamen. Das Wetter war teilweise auch sehr aprilartig, also auch so, wie ich euch schon zeigte. Auf der einen Seite des Hauses hatten wir diesen blauen Himmel mit vereinzelten weißen Wölkchen und es hat aber sehr laut gewittert, noch sehr viel lauter, als die Kamera es für euch einfangen konnte. Und geschüttet wie aus Kübeln, aber mehr auf der anderen Seite des Hauses. Und da war es dann aber auch wirklich nahezu stockdunkel. Und so ging das einige Tage lang. Ja, was auch so dieses Unberechenbare hat so ein bisschen und dieses Durcheinander, was da auch beim Wetter war, hat so ein bisschen das Innere gespiegelt. Also irgendwie passte das alles so total zusammen, im Außen wie im Innen mal wieder. Und ja, da war das ganz besonders, wie soll man erklären, ganz besonders wohltuend irgendwie, da das Ganze einzufangen und zu konzentrieren auf einige Handlungen, die meinen Körper und meine Seele gleichermaßen gestärkt haben. Und für mich gehört nun mal zu einem Herbst eine warme Suppe, warme Speisen, Eintöpfe, frisch gebackenes Brot und Brötchen, Tee, Teezeiten und all diese Dinge gehören für mich dazu. Und ja, das war sehr schön für mich. Ich hoffe, dass ihr auch eure Zeit ganz gut genießen konntet. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir erzählen mögt, was eure Woche so erhellt, verschönert hat. Und ansonsten sehen wir uns hier spätestens nächste Woche wieder. Und zwischendurch können wir uns gerne bei Instagram sehen, aber das wisst ihr, glaube ich, schon. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.